Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal hat das polnische Parlament der Regierung in Warschau eine Abstimmungsniederlage bereitet. Statt wie gewohnt einer Personalentscheidung zuzustimmen, setzten die Abgeordneten in 3 Abstimmungen zum selben Thema ihren Willen durch. Anlass war der Plan der Regierung, den als eigenwillig geltenden General Hupalowski als Präsidenten der obersten Kontrollkammer abzulösen. Diese Kammer hat die Aufgabe, das Parlament über die Pläne der Regierung auf dem Laufenden zu halten. Die Abgeordneten bestätigten ihn im Amte, obwohl er selbst erklärt hatte, er wolle aufgeben. Zum neuen Außenminister Polens wurde Tadeusz Olechowski ernannt, der bisher stellvertretender Außenminister war. Olechowski, der vor Jahren sein Land auch einmal als Botschafter in der Bundesrepublik vertrat, gilt als Verfechter eines Kurses der wirtschaftlichen Annäherung an den Westen. In der Sowjetunion haben zum ersten Mal 2 Teilrepubliken offen entgegengesetzte Positionen bezogen. 2 Tage, nachdem das armenische Parlament in Jerewan den Anschluss der armenischen Enklave Bergkarabach gefordert hatte, lehnte der oberste Sowjet von Aserbaidschan in Baku eine solche Neuregelung ab. In Bergkarabach leben überwiegend Armenier, die sich von den Aserbaidschanern unterdrückt fühlen. Entscheiden muss nun die Führung in Moskau. In der Gedenkstunde des Bundestages zum Tag der deutschen Einheit hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Herzog davor gewarnt, es sich in der deutschen Frage zu leicht zu machen. Er wandte sich gegen die Formel von 2 deutschen Staaten auf deutschem Boden mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen. Eine Nation ohne Willen zum eigenen Staat sei ein Unding. Allerdings wisse er nicht, so fügte Herzog hinzu, ob es den gemeinsamen deutschen Staat jemals wieder geben werde. Es sei angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtungen nicht sicher, ob der Staat in der heutigen Form ewig fortbestehe. Nach 4-jährigem Streit haben sich die Umweltminister der Europäischen Gemeinschaft in Luxemburg über Höchstgrenzen für den Schadstoffausstoß aus Kraftwerken und Industriebetrieben geeinigt. Dieser Schadstoffausstoß soll grundsätzlich bis zum Jahr 2003 um 70% gesenkt werden. Großbritannien wurden Ausnahmeregelungen zugestanden. Bundesumweltminister Töpfer, der den Vorsitz der Konferenz führte, erklärte, er glaube, das Bestmögliche erreicht zu haben, sei aber nicht zufrieden. Eine Einigung der Agrarminister scheiterte in Luxemburg am Widerstand Griechenlands. Zuvor hatten sich 11 der 12 Landwirtschaftsminister darauf verständigt, die Agrarpreise für 88/89 auf dem Stand des Vorjahres einzufrieren. Griechenland jedoch will höhere